Hi Leute, ich bin Alex und ich zeige euch heute mein Speedskate Equipment für die Saison 2020. Let's Fets! Fangen wir beim Schuh an. Und da ist es so, dass ich auch 2020 wieder einen Custom Boot von Junker bzw. Junker Sports fahre. Was ist ein Custom Boot? Ein Custom Boot ist kein Schuh, den man im Laden kaufen kann, sprich kein Schuh von der Stange, sondern ein Custom Boot wird aufgrund des Fußabdrucks gebaut. Sprich, vom Fuß wird ein Gipsabdruck gemacht und anhand dieses Gipsabdrucks wird dann der Schuh gebaut. Ein Vorteil von solch einem Custom Boot: er passt nahezu perfekt oder perfekt, je nachdem. Er hat keine Druckstellen, hat keine Reibstellen oder sonst irgendwas und dadurch ist auch die Kraftübertragung nahezu perfekt. Nachteil von einem Custom Boot: er ist relativ teuer im Gegensatz zu einem Schuh von der Stange. Und ja, ich kann natürlich sagen, der Schuh von Junker ist im Vergleich zu anderen Custom Boots nochmal einen Tick teurer. Dafür ist die Qualität in meinen Augen ungeschlagen. Also ich würde definitiv wieder zu Junker greifen, anstatt einen Schuh von einer anderen Marke zu kaufen. Aber hey, das ist eure Entscheidung. Fahrt das, was ihr wollt. Fahrt das, was eure Geldbörse hergibt. Vorteil von Junker ist übrigens, der Schuh wird nicht nur anhand des Gipsabdrucks vom Fuß gebaut, sondern es gibt auch einen Abdruck von der Fußsohle. Sprich, der Fuß steht im Schuh auf einer Sohle, die zu eurem Fuß passt. Die Fußsohle ist nicht einfach nur platt, sondern die Fußsohle oder die Schuhsohle hat genau die Form, die eure Fußsohle auch hat. Finde ich sehr angenehm und fährt sich sehr gut. Genau, so viel zu meinem Schuh, den ich 2020 wieder fahre. Darunter ist montiert aktuell eine Schiene von EO. Kann man hier sehen, ist eine Carbon-Schiene. Carbon-Schiene leichter als eine Schiene aus Aluminium. Die Gewichte findet ihr auf meiner Webseite. Und was ist genau für eine Schiene? Eine 3.8. Wofür stehen die Zahlen? 3 heißt 3 x 125 mm Rollen und die 8 steht für 12,8 Zoll. 12,8 Zoll ist nämlich die Länge der Schiene. Diese Länge entspricht auch der anderen Schiene, die ich gleich zeigen werde. Okay, also eine EO 3.8, 3 x 125 mm. Diese Schiene fahre ich bei Straßenrennen, wo es wenig Höhenmeter gibt, also wenig Hügel, Berge, und wo es wenig Kurven gibt. Kommen wir zu den Rollen. Da sieht man jetzt schon, die sind keine neuen Rollen, das sind gebrauchte Rollen. Und zwar sind das meine Wettkampfrollen aus dem letzten Jahr, die ich dieses Jahr wieder fahren werde. Ich bin im letzten Jahr 477 Kilometer gefahren. Wenn ich mit dem Finger hier über das Profil, über die Spitze der Rolle gehe, dann habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht viel abgefahren sind, noch nicht viel Material verloren haben, sodass ich mich dazu entschieden habe, diese Wettkampfrollen auch 2020 wieder auf Wettkämpfen zu fahren. Es handelt sich um Meta 125 G13 Rollen, Härte F1 bzw. 86A, Thin Profil, so viel kann ich sagen. Und wir können gerne einen Blick in die Rolle werfen bzw. auf das Kugellager. Auch da hat sich im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja diese Rollen schon meine Wettkampfrollen waren, nichts geändert. Auch hier ist es so, dass wieder HTB Magic Evo 2 Kugellager drin sind. Die Kugellager aus dem letzten Jahr. Ich kann es mal kurz demonstrieren, wenn ich jetzt hier die Rollen rolle. Hört man nicht viel. Also in meinen Augen sind die Kugellager noch in Ordnung. Wie gesagt, 477 Kilometer, das ist jetzt nicht so viel. Genau, also HTB Magic Evo 2 Kugellager. Ein Blick auf die Spacer. Wer mich kennt, weiß, auf die Spacer lege ich nicht allzu viel Wert. Solange sie passen, ist alles in Ordnung. Das sind in meinen Augen einfach nur Standard-Spacer. Nichts Großartiges. So viel zu meinem Setup für Wettkämpfe, Straßenrennen, ohne viel Höhenmeter, ohne großartige Kurven. Was fahre ich dann im Training? Im Training fahre ich 2020 die gleichen Rollen
wie im Training 2019, die meine Wettkampfrollen 2018 waren. Bei mir ist es meistens so, dass ich neue Rollen, neue Kugellager kaufe. Das sind dann meine Wettkampfrollen. Und im darauffolgenden Jahr sind es dann meine Trainingsrollen. Bei den 125 mm Rollen mache ich das dieses Jahr nicht. Wie gesagt, ich habe 2019 jetzt nicht allzu viele Kilometer auf diesen Rollen zurückgelegt, vor allem auf meinen Wettkampfrollen, und deswegen kaufe ich mir da keinen neuen Satz. Ich finde, man muss nicht zu viel Geld ausgeben. Achso, jetzt schaue ich hier schon in die Rolle rein. Nein, ich will erst gucken, die Rollen, das sind Meta 125 Rollen. Das sind keine G13, oder doch? Doch, das sind G13 Rollen, stimmt schon. Härte ist F1. Ansonsten kann man jetzt nicht so viel zu den Rollen sagen. Sind halt schon ein bisschen benutzt. Mit den Rollen bin ich schon 708 Kilometer gefahren. Ich habe vorhin nachgeschaut. Werfen wir noch einen Blick in die Rolle auf das Kugellager. Und da ist es so, dass ich auch in diesen Rollen HTB Magic Evo 2 Kugellager fahre. Ich habe mit diesen Kugellagern keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es sind für mich so Standard-Kugellager, nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Also Kugellager, die ich durchaus weiterempfehlen kann. Ich wüsste jetzt nicht, warum man sie nicht fahren sollte. Hier in diesen Rollen sind blaue Spacer. Ja, blau. Standard Spacer. Nichts Besonderes. Okay, so viel zu meinem Setup für Straßenrennen. Wenig Höhenmeter, wenig Kurven. Wie schaut es jetzt aus bei Bahnrennen? Da ist es ja so, dass man keine 125 mm Rollen fahren darf. Und da habe ich diese Schiene hier, eine EO-Schiene, auch Carbon. Gewicht, wie gesagt, auf meiner Website. Das ist eine H2-Schiene. H2 steht für 2 Höhen, Two Highs. Und zwar ist es eine High-Low-Schiene. Bei einer High-Low-Schiene ist es so, dass die erste, dritte und vierte Rolle 110 mm hat. Die zweite Rolle hingegen keine 110, sondern lediglich 100 mm. Dadurch ist es so, dass dieser Montagepunkt tiefer sein kann, tiefer ist als bei einer 4x110 mm Schiene, und dadurch kommt der gesamte Schuh tiefer. Das heißt, der seitliche Kippmoment ist nicht so hoch und man steht auch näher am Asphalt. Das Gefühl ist ein wenig anders. Mir wurde diese Schiene von Daniel Juncker empfohlen und ich bin mit der Schiene sehr zufrieden, will gar nicht wechseln auf 4x110. Welche Rollen sind hier drin? Wie man sieht, komplett neue Rollen. Und zwar handelt es sich um Meta G13 Rollen, Härte F1, ja, TR3 Kern kann ich noch sagen. Genau. Mehr weiß ich nicht. Können wir da einen Blick reinwerfen. Was habe ich da für Kugellager drin? Wenn es neue Rollen sind, sind es vielleicht sogar neue Kugellager. Tatsächlich. Aber auch hier sind das HTB Magic Evo 2 Kugellager. Preis-Leistung stimmt für mich einfach. Also nochmal die Kugellager. Und die Spacer. Kann man das sehen? Die sind gebraucht. Bei Spacern ist es nicht so, dass ich mir jedes Jahr neue kaufe, sondern da habe ich genug gekauft in der Zwischenzeit und die benutze ich einfach. Die gehen nicht kaputt oder irgendwas, die verwende ich seit Jahren so. Genau, also das sind meine Wettkampfrollen 2020 für Rennen auf der Bahn und für Rennen, wo es eventuell Höhenmeter gibt, zumindest mehr Höhenmeter, also mal sehen. Und für Rennen, wo es schon eher Kurven gibt, auf einem eher kurvigen, nicht Terrain, auf einer kurvigen Strecke. Wettkampfkurs. Und dann natürlich die Frage, was fahre ich da im Training?
Und da habe ich hier einen Rollensatz. Das sind dann schon eher gebrauchte Rollen, ganz klar. Das waren, glaube ich, letztes Jahr meine Wettkampfrollen und eventuell auch im Jahr davor, aber bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall auch Meta G13 Rollen, Härte F1. Ist der gleiche Kern, auch ein TR3 Kern heißt es, glaube ich. Kugellager auch HTB Magic. Ah, da steht nur Evo drauf. Dann sind das vielleicht sogar nur Evo Kugellager. Aber der Unterschied ist nicht groß und es sind eh nur meine Trainingsrollen. Das ist jetzt kein Problem. Und auch hier sind außerdem nochmal die Kugellager. Genau, die Kugellager kann ich kurz zeigen. Das sind die Spacer. Blau. Standard Spacer. Nichts Besonderes. Okay, meine Wettkampfrollen, meine Trainingsrollen für Bahnrennen bzw. Rennen mit Höhenmetern und vielen Kurven. Jetzt habe ich noch als letztes die Frage, was mache ich bei Regenrennen? Es gibt ja für 125 mm Schienen mittlerweile auch 125 mm Regenrollen. Habe ich mir welche gekauft? Nein. Warum? Ganz einfach, weil ich dann bei Bahnrennen mir trotzdem 110 bzw. 100 mm Regenrollen kaufen möchte. Und ich habe keine Lust, 2 Sätze Regenrollen zu haben, wenn ich nicht im Training bei Regen fahre, also nicht bei Regen trainiere, so. Ja, es gibt nicht so viele Regenrennen und da macht es in meinen Augen keinen Sinn, für das eine Setup Regenrollen zu haben und für das andere Setup ebenso. Vor allem ist es so, dass mit 125 mm Rollen bzw. Schiene der seitliche Kippmoment viel größer ist als bei einer 110 mm Schiene bzw. bei einer High-Low-Schiene. Und da ich bei Regen dann doch lieber auf Nummer sicher gehe, habe ich lieber beim kleineren Setup die Regenrollen. Zeige ich einfach mal mein Regen-Setup. Preisfrage: Wer kann den Unterschied zum letzten Jahr, zu 2019 erkennen? Der Unterschied ist, dass sich lediglich die zweite Rolle geändert hat, die kleine Rolle. Und zwar hatte ich im letzten Jahr diese Rolle neu und hier 2 gebrauchte, jeweils mit dunklem Kern. Letztendlich sind es alles Storm Surge Rollen von MPC, alle die Härte X-Firm. Genau, nur dass halt die Rolle etwas älter ist als die beiden Rollen und das hier eine ganz neue Rolle ist. Schauen wir uns einfach mal das Kugellager an. Da bin ich im letzten Jahr noch von HTB Nitro-Kugellager gefahren. Das waren schon ziemlich alte Kugellager. Das waren richtig extra Regenkugellager, anders gebaut, keine Ahnung. Jedenfalls hat sich das dieses Jahr auch geändert. 2020 habe ich meine alten Keramikkugellager reaktiviert. Ein Test über die Kugellager seht ihr oben rechts in der Ecke. Könnt ihr euch 2 Videos von mir anschauen, wo ich die Kugellager grundsätzlich getestet habe. Jedenfalls ist es so, meine alten HTB Nitro-Kugellager, die haben schon arg Geräusche gemacht. Und da habe ich mir gesagt, nee, die mag ich dieses Jahr nicht nochmal nutzen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich reaktiviere einfach meine alten Keramikkugellager, Tropfen Öl rein und dann laufen die auch wieder. Vor allem Vorteil ist, wenn ich sie im Regen gefahren bin, einfach waschen, total egal, kann eh nichts rosten. Dann wieder einen Tropfen Öl rauf und dann passt es wieder. Rollen auch super. Jetzt mit Öl, wenn ich die mal hier laufen lasse. Dann sind sie etwas lauter als normale Kugellager. Ja, das liegt zum einen daran, dass es eine Carbonschiene ist, da ist alles etwas lauter. Zum anderen liegt es daran, dass es Keramiklager sind, weil die auch wiederum etwas lauter sind als andere Lager. Tipp von mir ist, gerade wenn man sich neue Rollen gekauft hat, neue Regenrollen gekauft hat, diese Rollen unbedingt
im Trockenen vorher einfahren. Also mal benutzen bei einem Training durchaus 20 Kilometer so rummontiert fahren, dann fürs nächste Training die Rollen umdrehen und dann nochmal 20 Kilometer fahren, damit die Rollen angefahren sind, weil sonst geht es euch wie mir in Berlin 2019 beim Marathon, wo ich jedenfalls überhaupt nicht zurechtgekommen bin, weil ich meine Regenrollen nicht angefahren habe. Also trotz Regen bin ich da rumgeeiert, gefahren wie auf Seife, weil ich einfach meine Regenrollen nicht angefahren habe. Ein weiterer Tipp: Wenn ihr, genauso wie ich, Wettkampfrollen und Trainingsrollen habt. Bestes Beispiel, diese Rollen, neu, gebraucht. Man sieht ein wenig, dass die Rolle schon eine Art, eine abgefahrene Seite hat. Und bei der Rolle ist es natürlich so, die ist auf jeder Seite gleich. Dann Empfehlung von mir ist, eine Woche vor dem Wettkampf, meinetwegen Montag, Dienstag, spätestens am Mittwoch auf die Wettkampfrollen wechseln und dann noch 2 Trainings, vielleicht 3 Trainings auf den Wettkampfrollen absolvieren, damit ihr euch an deren Charakteristik gewöhnt. Denn mir ist es schon mal passiert, dass ich auf solch abgefahrenen Rollen trainiert habe und dann erst am Wettkampftag auf die Wettkampfrollen gewechselt bin und dann mich total gewundert habe, warum der Skate oder die Rollen sich so komisch anfühlen. Deswegen wechsle ich jetzt immer in der Woche vor dem Wettkampf auf die Wettkampfrollen und fahre die auch schon im Training, um mich an die Charakteristik zu gewöhnen, an das Gefühl zu gewöhnen. Dann habe ich jetzt noch einen zweiten Tipp. Wenn ihr Probleme habt, dass euer Schuh bzw. die Schnürung nicht hält oder euer Schuh mit der Zeit lose wird, dann ist meine Empfehlung, einfach mal die Schnürung ausprobieren von außen nach innen. Von außen den Schnürsenkel durchs Loch nach innen führen und so mal den Schuh binden, komplett, und mal schauen, ob das vielleicht besser ist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, beziehungsweise mir wurde es empfohlen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es dass der Schuh, die Schnürung so besser hält. Ansonsten bin ich, glaube ich, durch. Ihr findet alles hier nochmal unten in der Videobeschreibung. Gewichte findet ihr auf meiner Webseite, also Link dazu natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch wundert, was das hier eigentlich für ein Schlüssel ist, das ist ein Drehmomentschlüssel von Kado Motors. Drehmomentschlüssel bedeutet, ich kann Schrauben festziehen und wenn sie fest sind, dann dreht er weiter und klackt einfach. Das heißt, die Schrauben sind mit einem definierten Drehmoment festgezogen. Ich kann die Schrauben nicht überdrehen und ich weiß, dass die Schrauben definitiv fest sind. Ich habe diesen Schlüssel schon sehr, sehr lange und ich hatte nie eine Schraube locker. Haha, Wortwitz. Wenn ich einen Link dazu finde, dann findet ihr diesen Link dann auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde mich natürlich interessieren, was fahrt ihr denn 2020? Fahrt ihr 125 mm oder fahrt ihr 110 bzw. eine Highlow mit 110, 100 mm? Was fahrt ihr im Regen? Geht ihr da auch runter auf das niedrige Setup oder fahrt ihr 125 mm Rollen? Seid ihr die schon mal im Regen gefahren? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Und ganz spannend ist natürlich, was fahrt ihr für Kugellager? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Könnt ihr sogar welche empfehlen, welche die super lange Rollen, so wie diese hier, finde ich schon ganz gut. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen als Kommentar unten unter das Video oder auch gerne per E-Mail. Habt etwas Geduld, gebt mir 2-3 Tage Zeit, bis ich antworte. Es dauert manchmal etwas länger, manchmal bin ich aber auch ganz schnell. So viel zu mir. Ansonsten bleibt nur noch die Empfehlung: trainieren, trainieren, trainieren und vor allem auf Technik achten. Da werde ich dieses Jahr nochmal einen Fokus drauf legen. Da war ich nämlich 2019 etwas unzufrieden mit mir. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Skaten und ein tolles Jahr 2020. Macht's gut. Ciao. Kamera läuft. So.
Nee, kacke. So. Auch kacke. Jetzt den drauf. Man sieht mich nicht mehr. Uah. Nicht gut. Ich habe zu viel Skate-Equipment. Ach, scheiße. Muss ich das rauspiepsen? Wenn das Thumbnail schon so viel Ärger macht, wie soll denn erst das Video werden? Das hatten wir letztes Jahr schon. Das ist nichts Neues. Ach ja, mein weißes T-Shirt. Tschüss, weißes T-Shirt. Akku alle, weil Thumbnail nicht geklappt hat.